Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Tag 2 ist angebrochen von dem World Boss Event hier auf F9 und ich zeige euch heute mal so ein bisschen meine Rewards, die ich jetzt bisher bekommen habe. Ich habe auch weiterhin jetzt an Tag 2 hier Pay-to-Win technisch versucht, das Maximale rauszuholen. Ich kann euch aber gleich sagen, dass sich das im Vergleich zum letzten World Boss nicht so krass rentiert. Also das Geld reinzustecken, was ich jetzt bisher so reingesteckt habe. Aber neben der ganzen negativen Kritik muss man auch dazu auch mal ein bisschen Positives sehen. Und zwar finde ich das Artwork mal wieder sehr gelungen tatsächlich. Das sieht sehr, sehr geil aus. Wir sind gerade bei World Boss 70 hier angelangt. Und wir haben hier quasi so ein Schneemonster. Und wenn man im Detail guckt, erkennt man hier oben zwar so ein bisschen was raus, aber wenn man hier so ein bisschen runter geht, dann sieht man hier die ganzen Schneehasen, die hier so, sich zusammenformen aus einem Klumpen und die dann mit Karottenzähnen, was ja auch thematisch dazu passt, dann dieses Monster ergeben. Also ja, Props gehen raus wieder mal an Marvin hier an der Stelle, der ja bei den World Bossen sich wirklich nicht hat lumpen lassen und hier wirklich wieder eine Meisterleistung abgegeben hat, was das, was das Artwork angeht. Das, worüber sich auch Shakes and Fidget mit am meisten wirklich auszeichnet, nach wie vor. Ja, wie gesagt, ich bin hier jetzt an Tag 2, World Boss immer noch auf Platz 1 nach wie vor. Ich kann meine Rewards hier auch gerade nochmal abholen. Dann führen wir noch ein bisschen mehr. Ich hatte natürlich jetzt durch den Fauxpas, den ich gestern hatte, natürlich auch ein bisschen an Medaillen einbüßen müssen, dadurch, dass ich halt mir nicht weiterhin Katalysatoren kaufen konnte und die auch nicht mit Pilzen bezahlen konnte, weil das einfach eine eigene Währung, eine eigene Sonderwährung an sich ist und ich einfach nicht davon genug hatte. So, deswegen musste mein Katapult halt eben laufen ohne Munition, als ich gepennt hatte, und das war natürlich relativ bitter. Ansonsten zeige ich euch mal ganz kurz, was wir hier so für Bossprämien jetzt mittlerweile haben. Dann den Kampflog auch nochmal, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch nochmal interessant, und was ich hier zusammengeschustert habe. Ja, also man kann sagen, dass ich eigentlich so bei den World Bossen, dadurch, dass man jetzt halt dass mehrere Leute jetzt Truhen bekommen, ich eigentlich immer überall so in 2 Ebenen mit dabei bin. Einmal ein Schadensmeister und Einzeltreffer. Einzeltreffer nicht immer, aber Schadenstreffer meistens. Ja, hier beim World Boss 55 haben wir sogar den Todesstoß mit dabei. Da war ich so lucky, Schadensmeister und Einzeltreffer. Ja, bei World Boss 50 war ich tatsächlich gar nicht dabei. Ich denke mal, weil ich vielleicht eventuell dort Ebenen geswitcht habe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ansonsten hier auch wieder Schadensmeister Einzeltreffer, Schadensmeister Einzeltreffer. Ne? Dadurch, dass ich halt aber auch sehr viel hier in das Event reinstecke, ist das, denke ich mal, auch absehbar, dass wir relativ häufig mit dabei sind. Ja? Ansonsten steht es momentan gerade international oder sieht es momentan so aus. Ja, aber Fusion 17 holt auch schon auf, genauso 23 und Maven. Die sind hier alle sehr krass am Aufholen zum Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme. Kurz vor 9 haben wir es jetzt gerade morgens. Ja, ich komme gerade aus der Nachtschicht und vom Sport, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen fertig jetzt gerade. Und genau, so sieht das Ganze hier momentan aus. Ja, die Belohnung nach wie vor, und wir können auch nochmal an die Einzelbelohnung gucken. Das wären hier quasi meine persönlichen Belohnungen hier, wenn ich Platz 1 absolviere. Was ich ganz gut finde tatsächlich ist, dass Platz 1, 2 und 3 jetzt ein bisschen Abstand zueinander haben. Alleine schon 1 und 3 macht schon eine halbe Milliarde Gold aus. Finde ich schon krass. Auch von den Kristallen her und von den Metallen vor allen Dingen. 1,1 Millionen kriegt der erste und der dritte 736.000. Das ist schon ein Unterschied und finde ich aber gut, tatsächlich, diese Änderung, dass halt hier auch die einzelnen Plätze nochmal mehr gewürdigt werden und nicht irgendwie jeder gefühlt dasselbe bekommt. Ja. Ansonsten mein Kampflog, das sind hier momentan gerade meine
ja, Truhen, die ich collected habe bisher. Schwachpunkt-Truhen haben wir 12 Stück. Ich habe natürlich jetzt über die Zeit, wo ich gepennt hatte, jetzt nicht so viel Schwachpunkte farmen können. Killklauer-Truhe haben wir jetzt erst eine bekommen. Schadensmeister und Einzeltreffer sind, wie gesagt, eigentlich relativ häufig mit dabei, wodurch wir halt hier auch viele davon haben. Ich habe jetzt bisher 2,4 Milliarden gefarmt. Und man sieht aber auch schon die Anzahl der Katalysatoren, die ich bekommen habe hier. Das ist wirklich nicht so viel, sag ich mal. Ne? Also man bekommt kaum was wieder. Man braucht sehr viele von diesen Katalysatoren für die Munition, wenn man hier ein gut funktionierendes Katapult aufbauen will. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ansonsten bekommt man hier halt noch so ein paar Materialien nebenbei. Jetzt kommen wir zum Kampflok. Und da gehen wir aber vorher erstmal auf mein Katapult, was ich hier gebaut habe momentan. Also ich bin halt ein Freund davon, eine hohe Crit-Chance zu haben und dafür aber ein bisschen Damage einzubüßen. Was heißt das? Ich habe zum Beispiel 2 Buffs, die mir die kritische Trefferchance erhöhen. Einmal ja, auf der bestimmten Ebene die Trefferchance, die gibt mir plus 30, plus kritische Trefferchance plus 20% auf jeder Ebene. Und das ist halt quasi dann die 55%, weil man 5% Basis-Crit-Trefferchance hat. Kommen wir hier halt eben auf 55%. In Kombination mit dem kritischen Schadensbonus auf der jeweiligen Ebene kommen wir hier halt eben auf einen kritischen Schadensbonus von 180 plus, also bei einer 55%igen Crit-Treffer-Chance. Was man alternativ machen könnte, ist, man könnte quasi diese Crit-Treffer-Chance austauschen gegen eine Schadenskugel auf der jeweiligen Ebene. Dann würden wir halt noch mehr Schadensbonus, Basis-Schadensbonus haben und würden das dann gegen die Crit-Treffer-Chance eintauschen. Dann hätten wir hier quasi ja, 20% weniger, sind dann bei 35% Crit-Treffer-Chance und hätten dann aber mehr Schadensbonus. Ist halt das Ding, was möchte man jetzt? Möchte man jetzt eher gamblen, dass man sagt, okay, wir versuchen mit höheren Schaden mehr Crit-Treffer rauszuhauen und kriegen dann den übelsten, oder wir versuchen mit mehr Schaden ja, mehr Damage zu machen und versuchen dann darauf zu gehen, dann den übelst krassen Crit-Treffer rauszuhauen. Oder gehen wir darauf, büßen ein bisschen Schaden ein, Grundschadensbonus und ja, critten dafür häufiger. So, ich finde halt, wenn die Crits kommen, dann schallern die gut rein. Ja, wenn wir jetzt mehr Grundschaden hätten, ja, dann wären wir ein bisschen höher, wenn wir jetzt nicht critten würden, aber die Crits, die carryen schon extrem. Und wie man sieht, critten wir auch relativ häufig und das ist halt eben auch die Strategie dahinter, mit der ich jetzt bisher ganz gut fahre. Ich würde im Verlaufe des Tages nochmal, solange der World Boss geht, nochmal einmal diese andere Taktik machen, dass wir quasi das hier eintauschen, weil im Prinzip gilt das für jede Ebene und das könnte man noch optimieren auf die jeweilige Ebene, auf der man sich befindet und das ist halt eben dann, wie gesagt, der Schadensbonus für die jeweilige Ebene. Aber wir gehen halt eben jetzt mit dem Katapult auf Crit-Trefferchance plus Crit-Schadensbonus. Ne? Das ist halt so das, womit ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Ihr seht auch jetzt hier mal so ein bisschen mein Kampflog und so die Crit-Treffer, die ich hier gelandet habe mit dem Katapult. Das ist relativ häufig. Klar gibt es auch mal solche Tries hier, wo nicht sehr viel bei rumkommt. Ne? Aber manchmal, und das ist eher häufiger der Fall, haben wir halt hier relativ konstante Crit-Treffer. Ja, hier hatte ich glaube ich einmal, nee, was war das? Achso, das war, da hatte die Ebene geswitcht und da war eine andere Ebene schon fertig, in der ich war und die anderen waren noch nicht fertig und deswegen, ja, manchmal, und dann hast du manchmal halt auch so eine Dinger wie hier, wo du dann halt richtig lucky bist, so. Und wenn du dann, ja, kritischen Schadensbonus hast plus Trefferchance, dann kann sowas halt hier zustande kommen, ne? Klar würde der Schaden noch höher sein, wenn wir das hier austauschen, Trefferchance gegen Grundschaden.
dann würde das noch mehr reinknallen, aber dann hätten wir vielleicht auch weniger kritische Treffer. Und deswegen, ich gehe lieber auf konstante Crit-Treffer als mehr Schaden und dann dafür mehr Gamble so, ne? Das ist halt so meine Strategie, mit der ich bisher so gefahren bin, beim letzten World Boss auch schon und womit ich dieses Mal hier jetzt auch wieder fahre, ne? Und ja, läuft eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich probiere das andere mal aus und guck mal, wie das läuft. Aber ihr seht hier schon, die Crit-Treffer sind hier schon relativ häufig. Ich habe jetzt bisher nur mit diesem Katapult gespielt. Und ja, ich sag mal so, es sieht jetzt nicht verkehrt aus, tatsächlich. Ne? Also wir sind hier auf der 1 jetzt momentan gerade. Wir können auch nochmal die Kriegsbeute hier abholen. Dann kriegen wir nochmal 6100 von diesen Marken nochmal hinzu. Bisschen Gold, Katalysatoren. Und dann stehen wir hier auch gleich nochmal ein bisschen höher von den Medaillen her, wenn das hier gleich aktualisiert. Und ja, so ist momentan so meine Taktik. Ne? Falls ihr noch irgendwie eine andere Strategie habt, sagt gerne Bescheid. Ansonsten, ja, muss ich tatsächlich sagen, so, ich hatte letztes Mal so ein Ranking gemacht. Jetzt hat es aktualisiert, ein Ranking gemacht. Was sind so meine Lieblings-temporären Events? Legendary Dungeon, Elevator und World Boss. Vor diesen World Boss hatte ich gesagt, dass meine Kategorie bzw. mein Ranking mein Lieblingsevent Legendary Dungeon ist, gefolgt vom World Boss und Elevator. Ja, das hatte ich aber beim letzten World Boss gesagt, weil dort die Rewards auch noch deutlich höher gewesen sind für verhältnismäßig günstigere Preise. Und das hat sich jetzt geändert. Dadurch, dass die Rewards jetzt auch nicht mehr so extrem interessant sind, wie sie beim letzten World Boss gewesen sind, die Kosten erhöht worden sind, ist jetzt der World Boss bei mir auch bei dem Ranking auf den letzten Platz gerutscht. Jetzt ist Legendary Dungeon, Elevator und World Boss. Weil ich fand die Designs sehr cool. Gut, okay, das Gameplay ist ein bisschen, ja, ist halt AFK-Gameplay so, ne? Aber die Rewards haben übelst reingescheppert. Du wurdest krass belohnt für Aktivität von den Teilnehmertruhen und hast Milliarden an Gold bekommen. Und das ohne großartig Geld zu investieren. Jetzt investiert man hier Unsummen und bekommt nicht mal ansatzweise so viel. Deswegen muss ich sagen, ist der World Boss für mich auch eher uninteressant geworden. Ich pilze den jetzt noch durch, so um zu gucken, was wir rauskriegen hier jetzt am Ende des Events mit einem fast durchgängig gut gespielten Katapult. Allerdings ist das vom Ranking, der World Boss ist für mich da auch auf den letzten Platz gefallen von den temporären Events, die wir momentan haben. Jo, Freunde, das soll es aber auch soweit gewesen sein mit dem Video heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.